Hallo, Servus und Gude, wie man hier in Frankfurt am Main sagt. Liebe MCs, das Wichtigste zuallererst. Gratulation und herzlichen Glückwunsch zum 25-Jahr-Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert MCI schon. Wow! Wobei man bei der tollen Entwicklung des Hauses ja eher geneigt ist zu sagen, was erst ein Vierteljahrhundert und nicht schon ein Vierteljahrhundert. Weil das, was ihr geleistet habt, hätte wahrscheinlich auch für 50 Jahre gereicht. Und auch wenn ich nicht die kompletten 25 Jahre des MCI miterlebt habe, so hat mich das Haus doch knapp 20 Jahre meines eigenen Lebens begleitet. Und zwar in 3 Etappen. Und anhand derer, glaube ich, kann man auch ganz gut die Geschichte des Hauses ein wenig aufzeigen. Ja, die erste Etappe, das war die als MCI-Student. Das MCI war noch neu, vieles war erst im Entstehen begriffen, teilweise noch improvisiert. Das MCI musste sich erst einen Namen am Hochschulmarkt machen. Und 2 Dinge, die mir von der Zeit noch stark in Erinnerung sind. Das erste war dieses Begleiten motivierter Menschen, das wir Studenten auch damals schon von Tag 1 an spürten und auch zu spüren bekommen haben. Das war schon sehr, sehr speziell. Und das Zweite, dass das MCI eigentlich damals schon viel zu klein war. Also es war teilweise abenteuerlich, wo wir überall hin ausweichen mussten. Das kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ja, die zweite Etappe dann, das war meine Zeit als MCI-Mitarbeiter. Das MCI ist stark gewachsen in der Zeit. Neue Studiengänge, neue Forschungsprojekte, aber auch große akademische Abschlussfeiern mit ganz großem Bahnhof, von denen die Großeltern noch heute erzählen. 2 Dinge sind mir von der Zeit noch besonders in Erinnerung. Erstens ein unglaublich tolles Team mit tollen Persönlichkeiten, von denen auch schlussendlich viele Freundschaften entstanden sind, die bis heute halten. Und das Zweite, diese Idee und die Umsetzung der unternehmerischen Hochschule. Also dieses Streben, immer und überall der Beste sein zu wollen, niemals zu ruhen. Das wurde wirklich spürbar und das haben wir Mitarbeiter auch sehr stark gelebt. Ja, und die dritte Etappe schließlich, die war und ist meine als externer Lehrender des MCI. In der Zeit ist das Haus, so zumindest meine Wahrnehmung als externer Begleiter, endgültig durch die Decke gegangen. Weiteres Wachstum, Internationalisierung, Akkreditierungen, die Professionalisierung der gesamten Services, Hochschulservices, also allen Angeboten rund ums eigentliche Studium und schlussendlich und sicherlich auch ein wenig durch die Pandemie angeschoben, die digitale Transformation des kompletten des kompletten Lernforschungsbetriebs. Das Angebot des MCIs ist in all seinen Facetten heute wirklich beeindruckend. In allen 3 Etappen, und das vielleicht als zusammenfassender Abschluss, wurde ich gefördert und gefordert und habe dabei aber größtmögliche Freiheiten genossen. Ich habe persönlich eine solche Wertschätzung erfahren, die sicher nicht selbstverständlich ist und für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und deswegen möchte ich heute auch die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch allen dafür sehr, sehr herzlich zu bedanken. Liebe MCs, herzlichen Glückwunsch nochmals zum Jubiläum und bitte begleitet noch ganz, ganz lange ganz viele motivierte Menschen. Bleibt stabil und hoffentlich bis bald mal wieder persönlich. Eintrachtliche Grüße aus der Rock City Frankfurt, Gaudeamus IG Tour, ciao, tschüss, Bussi und Baba.